Borussia Dortmund wurde nicht aus der Champions League ausgeschlossen. Der Klub zog sich selbst zurück, weil Europa zu einem bestimmten Zeitpunkt ein zu großes Risiko geworden war. Borussia Dortmund gehört heute zu den angesehensten Vereinen Europas. Die gelbe Wand, ein immer ausverkauftes Stadion, eine klare Identität, junge Spieler, die intelligent aufgebaut und weiterentwickelt werden. Doch nur wenige erinnern sich noch daran, dass dieser Club Anfang der 2000er Jahre kurz davor stand zu verschwinden. Nicht im übertragenen Sinn, sondern ganz real. Nach dem Gewinn der Champions League 1997 verfiel Dortmund in einen gefährlichen Zustand der Euphorie. Die Vereinsführung begann zu glauben, der Erfolg sei dauerhaft, Dortmund habe sich endgültig in der europäischen Elite etabliert und das Geld werde unabhängig von Entscheidungen weiterfließen. Es war der Beginn einer Illusion. Der Club begann auszugeben wie ein Gigant, ohne tatsächlich einer zu sein. Hohe Gehälter, langfristige Verträge, Transfers, die mehr dem Image als der finanziellen Balance dienten. Alles basierte auf einer einzigen Annahme, dass eine regelmäßige Teilnahme an der Champions League jedes Risiko abfedern würde. Im Jahr 2000 wagte Borussia Dortmund einen Schritt, der für den deutschen Fußball revolutionär wirkte: der Gang an die Börse. Er wurde als moderne, mutige Entscheidung präsentiert, als Beweis dafür, dass der BVB ein großer europäischer Club sei. In Wahrheit war es eine Falle. Von diesem Moment an stand der Verein nicht mehr nur unter sportlichem Druck, sondern auch unter dem Erwartungsdruck der Investoren. Jede schwache Saison wurde zu einem finanziellen Problem. Jede verpasste Champions-League-Teilnahme riss ein riesiges Loch in den Haushalt. Das eigentliche Problem begann, als die sportlichen Erfolge ausblieben. Dortmund verlor an Boden, die Einnahmen aus Europa versiegten. Doch die Ausgaben blieben. Gehälter mussten gezahlt, Verträge eingehalten, Schulden bedient werden. Der Club geriet in eine gefährliche Spirale. Je verzweifelter man versuchte, in die Champions League zurückzukehren, desto riskanter wurden die Entscheidungen. Kredite, Stundungen, finanzielle Tricks. Nichts davon war nachhaltig. Um das Jahr 2004 herum wurde die Lage kritisch. Borussia Dortmund verfügte kaum noch über liquide Mittel. Es gab Monate, in denen der Verein tatsächlich darum kämpfen musste, die Gehälter zu bezahlen. Berichte über Verzögerungen und verzweifelte Verhandlungen mit Gläubigern machten die Runde. Es ging nicht mehr um Leistung, sondern um das nackte Überleben. In diesem Moment war die Teilnahme an der Champions League kein sportliches Ziel mehr, sondern ein finanzielles Risiko, das sich der Club nicht leisten konnte. Es gab keinen offiziellen UEFA-Ausschluss, kein dramatisches Statement. Etwas viel Schmerzhafteres geschah. Dortmund wurde durch die eigene Situation gezwungen, sich aus dem europäischen Wettbewerb zurückzuziehen. Für die Fans war es ein stiller Schock. Ein Club, der Europa erobert hatte, begann jeden Euro umzudrehen. Wichtige Spieler wurden nicht aus strategischen Gründen verkauft, sondern um zu überleben. Budgets wurden brutal gekürzt. Der europäische Traum wurde auf Eis gelegt und die Realität war gnadenlos. Borussia Dortmund stand kurz vor der Insolvenz. Die Rettung kam nicht durch einen wundersamen Investor oder einen unerwarteten Titel. Sie kam durch die Akzeptanz des Scheiterns. Die Vereinsführung musste erkennen, dass das alte Modell ein Desaster gewesen war. Der Club wurde von Grund auf neu strukturiert. Gehälter gesenkt, Schulden neu verhandelt, Ambitionen gedrosselt. Dortmund verabschiedete sich von der Idee, finanziell mit den größten Clubs Europas konkurrieren zu können, und schlug einen anderen Weg ein. Diese Phase des Chaos veränderte die DNA des Vereins für immer. Aus einem Dortmund, das davon träumte, Stars zu kaufen, wurde ein Dortmund, das Stars formt. Aus einem Club, der über seine Verhältnisse lebte, entstand ein Verein, der in Jugend, Entwicklung und Identität investiert. Ohne diese Krise gäbe es Borussia Dortmund in der heutigen Form wahrscheinlich nicht. Paradoxerweise bildeten der erzwungene Rückzug aus der Champions League, die finanzielle Demütigung und der beinahe vollzogene Bankrott das Fundament für die spätere Wiedergeburt. Dortmund überlebte nicht, weil es der stärkste Club war, sondern weil es rechtzeitig lernte, stehen zu bleiben. Und im Fußball ist manchmal der größte Sieg kein Pokal, sondern die Tatsache, dass man nicht verschwindet, wenn alles zusammenbricht. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, lass gerne ein Like da. Und schreib in die Kommentare, wer holt in dieser Saison die Bundesliga. Bis zum nächsten Video.